Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir ein bisschen blättern. Und zwar im Waffenladen. Ja, ich weiß, ich hatte gesagt, ich möchte zwar nicht extra zum Epic-Event nach einer Waffe suchen, ja, aber unsere Runen sind seit dem letzten Mal wirklich exorbitant in die Höhe gegangen. Und ich möchte wirklich ganz gerne schon die neuen Runen jetzt mal so langsam haben, denn der Unterschied sollte schon ziemlich mächtig sein, was wir bekommen können an Gegenständen, ne? Und deswegen möchte ich zumindest mal eine einzige Waffe erblättern, um mal eine neue Rune zu bekommen, die dann auf meine Waffe hier zu kreieren und ja, dann zu hoffen, dass eventuell nochmal ein Legendary Dungeon kommt, da dann nochmal sowieso eine neue Waffe für mein Main zu bekommen und dann aber eventuell schon eine zweite Schadensrune, eine gute Schadensrune zu haben für einen meiner Begleiter. Ja, entweder Marquardt oder Kunigunde, ist natürlich klar, einer von den beiden. Und das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Dafür bräuchte ich aber, wie gesagt, nicht nur eine Rune, sondern zwei oder am besten drei oder vier. Ne? Und ich habe immer noch die Rune drauf von vor Dekaden, auf jeden Fall. So, und deswegen werden wir heute nicht sehr viel blättern, sondern nur so weit, bis ich wirklich eine einzige Waffe habe. Ich bin gespannt, wie diese Folge ausgehen wird, weil, wir kennen es alle, wenn man einen ganz bestimmten Gegenstand sucht, zum Epic-Event in Shakes and Fidget, dann bekommt man alle möglichen Epics in jeglicher Ausführung massenweise hinterhergeschmissen, außer den Gegenstand, den man sucht. Ja, das kennen wir alle und schmerzlich musste ich das auch schon öfter mal erleben. Deswegen bin ich nicht wirklich frohen Mutes, hier jetzt gleich das Epic-Event zu starten hier auf dem Account. Ich möchte aber unbedingt, wie gesagt, einzig und alleine eine Schadensrune haben, die relativ neu ist, um dann halt einen Runentausch zu begehen. Ja, mit der Waffe, weil die Waffe ist immer noch sehr krass. So, ne? Also die Spanne ist nice und ist eine 3-Stat-Waffe. Deswegen schauen wir mal. Guckt euch mal die Spanne rechts raus an von der Waffe jetzt schon. Da ist jetzt schon einiges möglich. Und wie gesagt, diese normalen Waffen, die sind halt auf 30% gekappt. So, ne? Nur epische Waffen gehen höher als 30%. So, und das ist halt, wie gesagt, das Ding an der Sache. Das ist das verflixte Ding. Und deswegen müssen wir eine epische Waffe finden und keine normale Waffe. Wenn ich mir aber schon teilweise die Spanne angucke, die wir hier erblättern können von den Waffen, dann möchte ich nicht wissen, was ich bekomme, wenn ich wirklich eine Legi-Waffe bekomme, wenn der Dungeon nochmal offen haben sollte. So, das Ding brauchen wir nicht, deswegen gehen wir weiter. Ja, und das wäre, Alter, stellt euch mal wirklich vor, eine 5000er Spanne rechts raus, so wie hier, so alles, was da drüber ist. Dann noch, ne, halt deutlich besser, weil es halt eben eine legendäre Waffe ist und darauf dann wirklich eine sehr starke Rune. Also das ist wirklich Traumvorstellung. So, das wäre die perfekte Waffe auf jeden Fall. Und natürlich 3-Stat, ne, das ist natürlich klar, muss natürlich auch sein. So, Alter, guckt euch mal an, was hier möglich ist schon an Schaden. 5110 rechts raus. Ja, das sind Zahlen, da habe ich früher von geträumt. Ja, da träumt der Führer von, heute noch. 5130. Das ist heftig. Was da weggekrittet werden würde, so, ne? Das muss man sich erstmal zu Gemüte führen. So, ich weiß nicht, es ist jetzt aber viele hier mit 5000 rechts raus. Ich weiß nicht, wie viele Waffen, wie viele Dings ich investieren möchte, wie viele Pilze. Das habe ich vorher mit mir jetzt selbst noch nicht ausgemacht. Eigentlich möchte ich so lange blättern, bis ich wirklich mal meine erste Epic-Waffe bekomme, ja. Das wäre eigentlich so das, wo ich sagen würde, ey, jetzt höre ich auf. Alter, aber tatsächlich sehe ich hier relativ viele Waffen mit 5000er Spanne. Holy shit. Da ist einiges möglich. Mit ein bisschen Glück könnte ich sogar noch eine stärkere Waffe bekommen, als die ich jetzt schon habe hier. So, und ich bin wirklich einzig und alleine auf die Rune aus, die ich jetzt bekomme hierdurch. Weil ich habe jetzt eben gerade auch nochmal frisch geopfert hier im Arena Manager, ne? Also, und das ist halt der Runenbereich, wo man nachher so wirklich ans Limit kommt, was die Maximalrunen nachher angeht. Das ist dann hier so in diesem
Duo-Trigintillion-Bereich. Das ist dann nachher der Fall. Und ja, es muss natürlich nicht sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, da ist sogar eine Rune drauf. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Also es ist, wir haben schon mal Glück. Wir haben schon mal Glück mit der Waffe gehabt. Jetzt bin ich gespannt, was da für eine Rune drauf ist. Es kann auch eine komplette Müllrune sein, die wir jetzt bekommen hier. Weil die Range von den Runen ist halt einfach ziemlich krass, die man später bekommen kann. Ja, auch wenn ich eine Maximalrune bekommen könnte. Mit 60% Schaden. Ja, im Vergleich zu meiner jetzigen, die hier die 34 hat, was das höchste ist, was ich momentan habe, könnte ich immer noch eine komplette Rotzrune bekommen. So, ne? Und ja, ich bin gespannt. Wir schauen drauf. Mal gucken, ich bin auch gespannt, was das für eine Waffe ist. Ob 3-Stat. Ne? Und was für eine Spanne natürlich auch. Ne? Ich bin gespannt, ja, was das für eine Spanne ist. 3, 2, 1. Oh. Also, ja, also über die Spanne brauchen wir uns hier jetzt mal überhaupt nicht unterhalten. Ja, weiß ich nicht, da ist schon wieder Fusch am Bau irgendwie, was das angeht. Wir haben hier 10 Waffen gesehen, die hier alle über 5000 haben. Teilweise 5100, noch weiter drüber. So, und dann bekomme ich hier eine Waffe, die, ja, eine Spanne hat, die kleiner ist als meine Aufmerksamkeitsspanne. Ja, aber, und das ist das Wichtige, wir haben eine 58% Feuerschadensrune. 58%. Das sind 2% weg vom Maximalwert. Das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Und vor allen Dingen im Vergleich zu meiner jetzigen Waffe, die ich jetzt da drin habe, 34%, ist das sehr, sehr viel mehr Schaden, als ich davon ausging. Deswegen, let's go. Wir gönnen uns die Waffe. Das ist natürlich nice. Einzig und alleine natürlich nur wegen der Rune. Deswegen Runentausch. Und zwar mit. Achso, mehr Waffen habe ich hier auch gar nicht. Achso, nee, der nimmt natürlich nur die Epic-Waffen. Ich hätte hier auch eine normale, aber da macht er die nicht drauf. Runentausch. Und zwar mit dem Beil hier. So, 20 Pilze. Weg! Aber wir haben 58% Schaden jetzt auf der Waffe. Das ist einiges. Das ist richtig viel. Also das ist richtig viel. So, das Ding machen wir jetzt mal in die Toilette. Mal schauen. Kundschafter. Was sagst du dazu? Kundschafter? Ja, ist ein bisschen besser, aber nicht wirklich so viel, dass sich das jetzt noch lohnt, extra zu sockeln. Nee, das mache ich nicht. Nee, plus 18 ist es mir. Das ist mir nicht wert. Nö, das ist zu wenig. Bisschen besser, auch rechts raus von der Spanne her. Aber meine Kunigunde hat auch eine, also das sind ja beides schlechte Spannen, so, ne? Die Waffe, die ich hier eben gezogen habe, das ist eine schlechte Spanne und meine Spanne von der Kunigunde, die ist halt noch schlechter, ne? Aber trotzdem lohnt sich das nicht. Die Rune da drauf ist auch nicht unbedingt besser, deswegen zerlegen wir das Ding. Wir haben deutlich mehr Kristalle bekommen hier jetzt gerade. Vorher war die nur 3000 noch was wert. Aber ich freue mich. Ja, wir zerlegen das Teil. Sehr gut. Wir haben Glück gehabt. Ziemlich viel Glück gehabt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Ganze auch komplett nach hinten losgegangen wäre. Wir können auch mal ein bisschen blättern, um mal zu schauen, wie weit wir unser Glück hier vorantreiben. Aber ich glaube, ich bin schon ganz gut zufrieden, muss ich sagen. So, ich hätte noch mal ganz gerne gesehen zum Vergleich, was für eine Rune ich noch bekommen könnte. Ne? Aber ich möchte mein Dings auch nicht auf die Probe stellen, mein Glück. Deswegen glaube ich, sind wir hier schon relativ, also können wir schon relativ zufrieden sein. So, 58% sind natürlich keine 60%. Eine 60% Rune wäre natürlich, ne, das Nonplusultra, weil die würde ich dann nie wieder abgeben, natürlich die 60%, weil das ist ja der maximale Schaden, den man bekommen kann. Und dann hast du halt ausgesorgt. Dann brauchst du halt nie wieder extra nach Waffen, Runen, Blättern, so wie ich das jetzt gerade mache, weil dann hast du halt diese 60% so, ne? Und das ist halt, das ist halt schon ziemlich nice. Aber 58% sind natürlich auch unglaublich viel, so, ne? Aber wie gesagt, ich habe auch einiges in den Arena Manager jetzt gesteckt in der letzten Zeit und bin da auch relativ gut weit gekommen. Ne? Wenn ich jetzt noch mehr reingesteckt hätte, gut, dann ist natürlich die Chance noch höher, dass man 60% Rune bekommen kann.
Allerdings, ja, ist es das jetzt wert? Nein. Deswegen werde ich jetzt hier immer nochmal ab und zu mal meine normalen Skips machen und werde jetzt nicht nochmal extra auf Krampf hier nochmal viele Pilze reinstecken. Das ist es mir dann wirklich nicht wert. Ich opfer jeden Tag sowieso hier meine Runen und das sollte eigentlich auch reichen. Wie gesagt, dazu mal, ich sowieso jetzt am Zenit bin, was jetzt so die Values von den Runen angeht. So, ne? So, wir gehen noch auf 4300 runter, das heißt 7 Pilze nochmal blättern, ja, und dann sind wir für heute durch, würde ich sagen. Also das hat gut geklappt, auf jeden Fall. Ich bin mehr als zufrieden. Das hätte richtig nach hinten losgehen können, weil ich, wie gesagt, ich habe da gar keine Erwartung gehabt, dass wir da jetzt sowas bekommen hier. Jetzt so eine gute Waffe. Und da sollten wir jetzt dementsprechend auch nochmal ein bisschen mehr Schaden machen hier im Dungeon. Und stellt euch das mal vor, jetzt nochmal eine Rune hier für den Bertram, 60%, für den Marquardt 60% und für die Kunigunde 60%. Jo, dann ist aber GG well played an der Stelle, dann ist ja aber, dann könnt ihr aber zusehen, dass ich hier die Dungeon-Gegner aber mal im Vorbeigehen, ja, niederschmetter und sie hier gekonnt auseinandernehme. Ja, so, ich möchte nur mal ganz kurz gucken, was ich jetzt für einen Crit raushaue, falls ich einen Crit raushaue, das ist natürlich auch, ja, perfekt, dankeschön, danke für gar nichts an der Stelle. Einmal ein Crit. Ja, okay. Ja, ja, die Spanne ist halt immer noch relativ stark und du kannst halt trotzdem immer noch komplette Rotzschweiß da raushauen, ne? Du kannst aber auch komplett lucky sein. Aber unterm Strich sind wir halt stärker und darauf kommt es halt an. Gut, plus 58% Rune ist heftig, hätte ich nicht gedacht. Ich musste sagen, ich hätte jetzt so im Bereich 45, 50 hätte ich jetzt so getippt. Ich weiß nicht, ob man die Runen noch finden kann, aber ich gehe von aus, dass die Spanne wirklich sehr weit von oben sehr weit nach unten geht, vor allen Dingen bei den Waffenrunen hier und ja. Aber wie gesagt, ging einigermaßen gut, 58% bin ich erstmal zufrieden mit. Werde jetzt weiter meinen Arena-Manager hier immer weiter opfern und hoffen, dass wir dann nachher so weit uns hochgeopfert haben, dass wir nur noch 60% Runen finden. Ne, das sollte dann irgendwann ganz, ganz, ganz weit später sein, dass wir gar nicht mehr die Chance haben, irgendwie was darunter zu finden. Das ist natürlich auch ein Ziel. Deswegen auch immer weiter opfern hier. Ne? Immer schön fleißig am Arena-Manager durchklicken. Das lohnt sich immer. Und ja, dann soll es das für das heutige Video gewesen sein. Ging noch einigermaßen günstig aus. Ich bin sehr erleichtert. Ja. Und ja, das soll es denn, ja, wie gesagt, das war es dann soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. In letzter Zeit supportet ihr auf jeden Fall ziemlich krass, was mich wirklich sehr, sehr freut. Die Videos haben sehr viele Daumen nach oben und das ist halt wirklich super, super nice, auch zu sehen, wie das bei euch ankommt, wie das Feedback so ist. Und ja, die Kommentare lese ich mir nach wie vor immer noch alle durch. Ich schaffe es leider auch nicht mehr wirklich auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten. Das war ja vor 2 Jahren der Fall gewesen, aber mittlerweile sind es halt doch ein paar mehr Kommentare geworden. Die Arbeit wird halt auch nicht weniger in der Zwischenzeit, sondern ja mehr auch im Gegenteil. Ne? Jetzt habe ich mir halt auch seit, ich weiß nicht wie viel Monaten, vielleicht auch schon ein Jahr, angewöhnt, täglich Videos hochzuladen. Das war früher auch nicht der Fall. Da kam auch jeden zweiten Tag nur ein Video. Das hat sich auch verändert in der Zeit. Und ja, was mir natürlich dann auch unterm Strich weniger Zeit lässt. So, ne? Aber natürlich mehr für euch denn quasi, so in dem Falle dann. Ne? Ja, und das soll es dann soweit auch gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.